Hallo, hier ist Friderike von The Joy of Syntax and English and Color. Eigentlich wollte ich dieses Video an dem Tag der Sommersonnenwende machen, letzten Donnerstag. Und da habe ich auch ein Video gemacht. Aber damit war ich nicht zufrieden und da mache ich jetzt es nochmal neu. Ich habe die Videos geteilt. Also ich habe jetzt ein Video gemacht über die Aussprache des Wortes Sommersonnenwende, Summer Solstice. Und dann jetzt eins, wo ich ein bisschen was über Übersetzung und Text und die Bedeutung von der Vokabel to miss in einem Satz des Romans The Great Gatsby sagen möchte. Ja, also der The Great Gatsby ist einer meiner Lieblingsromane und einen meiner allerliebsten Sätze daraus bespreche ich auch auf YouTube in meiner Joy of Syntax Playliste. Und dieser Satz, den ich jetzt heute bespreche, der kommt direkt danach vor. Es ist also so, im ersten Kapitel besucht ja der Erzähler seine Cousine Daisy und dann und sie hat gerade Besuch von einer Freundin, Jordan Baker, und Jordan und Daisy und Tom und der Erzähler gehen halt auf die Veranda in Daisys Haus und wollen dann zu Abend essen. Und da sind Kerzen angezündet und dann sagt die Daisy, "Why candles?" and snapped them out with her fingers. "In 2 weeks it's going to be the longest day of the year." Und dann zeige ich euch kurz, dann kommt der Satz, den ich heute besprechen möchte und zu dem ich was erzählen möchte. Und dann kommt dieser Satz. "Do you always watch for the longest day of the year and then miss it? I always watch for the longest day of the year and then miss it." Und es sind eigentlich so es sind ja zwei Sätze, also es sind ja so einfache Sätze und so einfache Vokabeln. Und trotzdem ist da was Interessantes drin. Und zwar hat es mit der Bedeutung, erstens mit der Bedeutung, von den Bedeutungsmöglichkeiten von dem Verb to miss zu tun und von dem Adverb then und auch mit dem Phänomen, dass wir verstehen, was wir erwarten oder dass wir verstehen, was in uns ist. Und da muss ich ein bisschen ausholen zu. Also ich liebe die Sommersonnenwende. Es ist eigentlich mein Lieblingstag im Jahr. Ich liebe es einfach, ich mag den Frühling aus vielen Gründen und einer der vielen Gründe ist, dass ich es einfach so mag, dass es so lange hell ist draußen. Und ich finde die Stimmung so was Besonderes, wenn es immer heller und heller und heller wird. Und dann ist eben dieser Sonnenwendtag so was Tolles, wo es einfach dann nach 11 eigentlich noch nicht dunkel ist. Und dann ist aber gleichzeitig auch eine Wehmut dabei, weil es ja danach dann eben sukzessive dunkler wird wieder. Und dann freue ich mich auch wieder auf die Wintersonnenwende, weil es ab dann ja wieder bergauf geht. Und ich finde einfach das erste halbe Jahr in einem Jahr ist immer so eine besondere Stimmung, ist was Besonderes. Einfach so dieses, was Positives, was Energiespendendes für mich. Und so freue ich mich immer auf diesen Tag, weil der so besonders ist, aber gleichzeitig bin ich auch wehmütig. Und wenn der Tag dann vorbei ist, dann vermisse ich ihn. Und weil es so bei mir ist, da habe ich diese zwei Sätze oder habe ich dann das so übersetzt für mich oder so verstanden. Ich warte immer auf den nächsten Tag des Jahres und danach vermisse ich ihn. Und dann ist mir nach einer Weile klar geworden, dass es aber wahrscheinlich, und dann habe ich es auch gesehen in Übersetzungen, dieser Satz wird normalerweise so verstanden: Ich halte immer Ausschau nach dem Tag, aber dann verpasse ich ihn. Also das passiert uns ja mal, dass wir was verpassen, dass wir irgendwie uns auf was freuen und dann passiert was anderes oder im Alltag verpassen wir dann an etwas zu denken. Und ich glaube, das ist das, was die Daisy meint. So wird es auch von vielen Übersetzern verstanden. Also genau genommen weiß ich es von zweien nur. Und ich fand es jetzt so interessant, dass ich irgendwie intuitiv, also mein Englisch ist ja sehr gut und ich kenne den Roman super gut und trotzdem habe ich es ganz lange einfach so verstanden, in einer Weise, wie es für mich lebendig und stimmig ist, nicht wie es für Daisy stimmig ist. Ja, und das fand ich einfach spannend. Ich finde beides spannend, dass man eben in den Text reinliest, was in einem selber lebendig ist.
und dass man davon nie gefeit ist, egal wie gut das eigene Englisch ist oder das Textverständnis oder die Sprache, mit der man sich gerade beschäftigt. Und das andere, dass ich auch es wirklich spannend finde, dass then miss it wirklich beide Übersetzungen möglich macht. Also und danach vermisse ich ihn oder dann verpasse ich ihn. Beides ist richtig und Context is everything, only connect. Das ist ja, only connect ist das Epitaph aus einem Roman, auch einem englischen Roman, Howard Sand. Und das ist eigentlich eins meiner Lebensmottos. Ja, ich sage Mottos. Und das ist eben so wichtig für mich. Du musst immer alles verbinden mit dem Kontext. Und ja, beide Übersetzungsmöglichkeiten sind da. Und es passt halt zu Daisy und dem Roman, die ich eben erstmal nicht gefühlt habe. Das fand ich spannend. Vielleicht findet ihr es auch spannend. Ja, und dann kann ich noch mal kurz zurückgehen zu der Vokabel, die hatte ich noch aufgeschrieben. Ich empfehle euch, Nana, dass ihr sie in Webster's Learners anguckt oder am besten sogar in Merriam-Webster's Unabridged. Aber in Webster's Learners oder Oxford ist es auch sehr interessant. Da sind also sehr viele Bedeutungen und Bedeutungsnuancen von dem Verb to miss und dann sehr viele Beispielsätze. Und hier sind einfach mal ein paar. Also vermissen, I missed you so much while you were gone. Verpassen, oh shoot, I missed his birthday oder I missed the opportunity to say goodbye. Verfehlen, daneben schießen, he aimed carefully but missed the target by 2 inches. Oder, his arrow missed the target and he heard it hit a tree in the woods somewhere. Diesen Satz habe ich aus Google Books, da war es aus irgendeinem Roman, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aus welchem. Versäumen, he missed a few classes because he was sick. Ja, ein einfaches Wort und trotzdem ist da doch viel drin, finde ich, gerade wenn man es dann im Kontext sieht. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und ich sehe euch im nächsten Video. Tschüss!